Deepfakes und Kinderpornografie sind keine Spielerei, sondern brutale Gewalt. Sie zerstören den Ruf, die Würde und oft das ganze Leben der Betroffenen. Keine Frage. Die Täter müssen verfolgt, Inhalte konsequent entfernt und Opfer sofort geschützt werden. Aber was macht die EU? Sie nutzt diese Verbrechen als Vorwand, um noch mehr Kontrolle über die öffentliche Debatte zu bekommen. Der Digital Service Act ist schon lange kein Werkzeug mehr gegen Kriminalität, sondern ein Machtinstrument. Es setzt Plattformen unter Druck und produziert vor allem eins: Overblocking, Zensur und am Ende politische Willkür. Wir brauchen kein europäisches Wahrheitsministerium. Wir wollen keine Chatkontrolle und keine Massenüberwachung. So wie das Briefgeheimnis muss auch die Kommunikation im Internet endlich geschützt werden. Denn auch hier muss es ein Recht auf Privatsphäre geben. Echten Opferschutz hingegen gibt es nur durch nationale Strafverfolgung. Die sollte konsequent und schnell verfolgen. Unsere Freiheit, auch im Internet, darf dafür niemals geopfert werden. Vielen Dank. Frau Bostorff, hier ist eine Blue Card von Frau Grappini. Akzeptieren Sie die? Akzeptieren Sie die Blue Card? Ja. Sehr gerne. Frau Grappini. Okay. Sehr geehrte Frau Wohlfahrt, Sie haben ja gesagt in der Erklärung, also auf der einen Seite sagen Sie, ja, wir müssen schützen, also vor Ausbeutung, sexueller Ausbeutung und Missbrauch und so weiter. Und auf der anderen Seite sagen Sie, ja, es gibt jetzt Zensur. Also wir reglementieren hier doch für den Schutz. Ist doch eine Scham, also dass bei uns in den Ländern, also dass Europaabgeordnete das so etwas freilassen, zulassen wollen, dass Kinder, Minderjährige sexuell ausgebeutet werden und dass man dann die Bevölkerung manipuliert mit allen möglichen Fake News und so. Und Sie sagen hier, dass DSA Fake News sind oder also Macht und Zensur. Wie erklären Sie das denn? 30 Sekunden halten. Ja, ich habe nicht gesagt, dass Digital Service Act immer Zensur ist, aber ich habe deutlich gemacht, dass der echte Opferschutz auf nationaler Ebene schon lange erfolgt. Und wenn wir den konsequent nutzen, dann brauchen wir hier auch keine europäischen Einschränkungen, vor allem nicht der Meinungsfreiheit. Denn auch das hier ist wieder ein Vorwand, um Meinungsfreiheit einzuschränken. Vielen Dank. The next speaker.